Heute sind wir angekommen auf einem alten Industriegelände hier irgendwo mitten in Ostberlin. Und zwar wollen wir euch den nächsten Sexy Vespa Workshop vorstellen. Okay, ich gebe zu, von außen sieht das hier nicht sofort sehr sexy aus, aber ich bin mir sicher, wenn wir hier reingehen, da finden wir die Firma Heiligs Blechle und ich weiß, da wird es ziemlich sexy. Alex. Moin, Jesko. Moin. Das ist Alex, Erfinder, Inhaber, Gründer, alles Mögliche von Heiligs Blechle. Wir kennen uns schon sehr lange, haben uns aber auch lange nicht mehr gesehen. Ich freue mich sehr. Alex, wir würden gerne deinen Laden vorstellen. Ist das okay? Ja, klar. Gut. Gerne. Wollen wir einen kleinen Rundgang machen und du zeigst uns alles? Oder? Ja. Ja. Aber bevor wir das machen, fände ich es cool, wenn wir uns noch kurz hinsetzen und darüber reden, wie das Ganze entstanden ist und wie die Geschichte von Heiligs Blechle ist. Können wir ja gerne machen. Komm, setzen wir uns. Sehr gut. So, jetzt haben wir es uns erst einmal bequem gemacht und wir sitzen hier bei Alex im Büro unter seinem Bürobeleuchtung. Und ich möchte Alex erstmal fragen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass du Heiligs Blechle aufgemacht hast, als Werkstatt oder als Laden? Oder? Also es gibt Heiligs Blechle schon seit 2006, damals angefangen als Werkstatt, Karosseriewerkstatt für Autos und eben auch Blechroller, aber wirklich nur Blecharbeiten. Als 2009 zwei andere größere Blechrollerwerkstätten in Berlin aufgehört haben, habe ich von der einen Werkstatt alle Ersatzteile übernommen, von der anderen die Mitarbeiter. Und habe dann ab dem Jahr 2010 mich voll auf die Roller spezialisiert und die Autos langsam auslaufen lassen. Aber das bedeutet ja auch, dass dieser Name Heiligs Blechle daher kommt, dass du anfangs nicht nur Roller gemacht hast, sondern dich auf Karosseriebau spezialisiert hattest, richtig? Genau. Und also meinen ersten Roller habe ich mit 18 gekauft, eine V50 Spezial, die fahre ich auch bis heute weiterhin. Ich habe hier früher mal gearbeitet, ja, und damals habe ich das alles mit beobachtet, wie das so entstanden ist. Wir hatten anfangs eine sehr schöne Location, die dann aber zu einem Aldi wurde, oder? Genau, die wurde abgerissen, Aldi gebaut, dann sind wir umgezogen in eine andere Location. Da habe ich mich ja dann entschieden, den Laden wieder kleiner zu machen und dann sind wir in diese Location umgezogen. Sehr gut, okay, genug gesabbelt. Jetzt möchte ich es gerne sehen. Gehen wir auf einen kleinen Rundgang? Alles klar. Sehr gut. Wir fangen mit unserem Rundgang einfach direkt hier im Büro an, weil dieses Büro, das ist ja schon super. Das ist ja eine richtige Perle geworden, was du hier gebaut hast. Da habe ich mir Mühe gegeben. Lauter Devotionalien und meine Sammlung an DBM-Pokalen, die zum großen Teil mit Jeskos Roller erfahren wurden. Und TÜV haben wir im Haus. TÜV ein. Sehr gut. Hier im Haus kann man TÜV machen. Genau. Sehr schön. Gut, was haben wir noch? Also hier sind wir so im Eingangsraum, wo die Kunden auch reinkommen. Finde ich auch sehr schön gemacht mit der zweiten Ebene. Ne? Hier auch ein wenig Deko. Das ist ein Scheunenfund oder? Genau. Geile Farbe. Also das ist, glaube ich, dieses, wie heißt es, Sonnengelb oder sowas? Ja, eine relativ seltene Farbe. Ja, genau. Dieses Hellorange von Vespa. Aber wirklich genau so, wie er da ist, aus der Scheune gezogen. Das sieht aber auch nach einer guten Substanz aus. Ja. Also das ist ein richtig schöner Roller. Das wird dann vielleicht mal das Vater-Kind-Projekt, wenn mein Sohn soweit ist. Diese Wand finde ich cool. Die Blecharbeiten der nächsten 2 Wochen. Genau. Ja, die Wand kennst du ja auch schon lange. Die gibt es seit es Heiligs Blechle eigentlich gibt. Was ist das hier vorne? Das ist eine Moto Vespa 150S aus Spanien. Der sogenannte Sickenrahmen. Haben wir auch mal Motor und sowas alles fertig gemacht. Ist jetzt wegen einer Kleinigkeit nochmal hier, um da was nachzuschauen. Warum der mir aufgefallen ist, der Sickenrahmen, ne, den erkennt man hier an diesen Sicken halt. Und das ist ein sehr früher Rahmen. Der wurde aber in Spanien noch viel länger verwendet, als das in Italien der Fall war. Deswegen gibt es auch wesentlich spätere Modelle noch mit Sickenrahmen in Spanien. Eigentlich steht das für super frühe Lampe unten, keine Ahnung, teuer. Das hier neben ist zumindest in Deutschland noch seltener, würde ich sagen. Das ist eine Allstate aus Amerika, wurde auch aus Amerika importiert. Sah schon so aus, war aber technisch in einem grauenhaften Zustand und das haben wir jetzt wieder, oder sind wir gerade noch in den letzten Zügen dabei, das wieder auf Vordermann zu bringen, damit der Roller am deutschen Straßenverkehr sicher teilnehmen kann.
Das ist auch noch so ein Raum, das ist so ein bisschen Lager für alles. Also das sind vor allem so Langzeitprojekte stehen hier rum. Wenn wir Roller zerlegen, haben wir hier ein Regal, wo wir die ganzen Teile einlagern können. Ja, als hauptsächlich Stauraum hier, dieser Raum. Wo gehen wir noch hin? Was hast du da hinten? Hier ist der Karosserieraum oder auch Schmutzraum, ne? Am besten abgetrennt von der restlichen Werkstatt, damit der Schmutz in einem Raum bleibt. Was wir hier haben, sind, glaube ich, die Rahmen von vorne im Bearbeitungszustand. Ist dann jetzt schon die Lackierung. Das ist der nächste, der auf Zusammenbau wartet. Kommt nach dem Grünen dran, den wir vorhin schon gesehen haben. Okay. Also wir haben jetzt auch eine Woche lang Werkstätten besucht und ein Raum, den wir wirklich überall hatten, war, glaube ich, der Schmutzraum. Das hier ist ein sehr professionell eingerichteter Schmutzraum, weil Alex auch Profi ist, was Schmutz angeht. Ja, genau. Nein, was Blech angeht natürlich und deswegen macht er hier seine Blecharbeiten. Genau. Sehr gut. Okay, Ja. gehen wir weiter. Weiter? Ja, dann kommt da nicht. Ja, und hier ist unsere Werkstatt mit unseren 2 Arbeitsplätzen und hier ist Frank, mein Mechaniker. Wir kennen uns ja schon. Servus Frank, schön dich wiederzusehen. Und wie gefällt es dir jetzt im Laden bei Heilig's Blech in der neuen Location? In der neuen Location total toll, weil hier konnte sich auch der Alex das erste Mal so verwirklichen von der Ladeneinrichtung und ich durfte auch mit dran teilhaben und von daher fühle ich mich hier pudelwohl. Ich habe hier nichts zu meckern. Also ihr seht ja. Ich sehe schon, ne, das ist alles sehr, sehr schön hier und gemütlich eingerichtet, auch sehr sinnvoll mit den Werkzeugwänden und der sehr professionellen Werkbank und sowas. Erzähl doch mal, was du hier am meisten schraubst. Am meisten schraube ich das Tagesgeschäft, die Roller, die halt schnell wieder auf die Straße müssen. Mache natürlich auch Großprojekte, wie zum Beispiel hier jetzt so ein Roller. Aber das also das Alltägliche. Vom Kupplungszug ziehen, was schnell gemacht werden muss, wo der Kunde rankommt, Reifenwechsel. Genau, also ich mache eigentlich vom Kupplungszug ziehen bis zu fast Vollrestauration mache ich alles hier im Haus. Er hat keinen Motor, kein Vorderrad, hier wird einmal alles gemacht? Oder? Hier wird genau einmal alles gemacht, ist ein netter Kunde von uns. Das wird an sich eine Vollrestauration, ohne dass wir den Rahmen anrühren. Es wird unten drunter, Technik, alles wieder auf den neuesten Stand und tipptopp gebracht. Technisch einmal alles super, nur die Farbe möchte er gerne behalten. Was ist das da hinten für ein Projekt? Ich finde, das ist sehr interessant, weil da sieht man mal die Bandbreite, was ihr so machen könnt. Hier ist natürlich das komplette Gegenteil. Hier haben wir einen Kunden, der seinen Roller seit knapp 30 Jahren schon hat und viele Jahre, mindestens 20 Jahre außer Betrieb. Und hier sind wir so vorgegangen, dass wir den Rahmen komplett haben sandstrahlen lassen. Dann hat der Alex, ist ja gelernter Karosseriebauer, hat anstehende Blecharbeiten erledigt und dann ist er zum Lackieren gegangen und den bauen wir von Grund auf wieder auf hier im Geschäft. Also das finde ich cool zu sehen, weil hier sieht man richtig schön neuer Kabelbaum, neue Kabel, aber auch alles hier Trittleisten, alles neu, frisch lackiert, einmal komplett entlackt und einmal alles wie neu und wahrscheinlich am Ende auch ein bisschen besser als original. Hier hinten ist die Gabel dazu, Motor und Lenker, gehört das auch dazu? Genau, also hier haben wir die passende Gabel, der Lenkkopf, der soll auch so bleiben, der soll nicht nachlackiert werden. Hier kommt ein schöner 177er Pinasco-Motor eingehangen, damit der Kunde dann auch hinterher ein bisschen mehr Spaß hat. Damit auch ein bisschen vorwärts kommt. Und das ist immer noch Februar und es ist schön warm und das liegt wahrscheinlich an diesem Einrichtungsgegenstand. Das ist hier so ein Oldschool-Ofen, der mit Holz oder womit? Ja, genau, das ist ein alter Bullerjahn-Ofen und da wird ganz normales Schnittholz verbrannt. Danke dir, Frank. Und Bitte gerne, es hat mich gefreut. ich gucke nochmal mit Alex die letzten Räume an. Viel Spaß euch. Ciao. Danke. Ciao, ciao. Oh, und hier ist euer Holzvorrat, oder? Genau, für die 2 Holzöfen. Im Büro war ja einer und in der Werkstatt. Sehr gut. Und hier ist unser Lager mit den ganzen Neu- und Gebrauchteilen, alles was man so für den Alltag braucht. Wo gehen wir als letztes hin? Wir können uns ja noch das Winterlager anschauen. Ja, hier haben wir unser Winterlager, damit wir den Leuten auch anbieten können, ihren Roller im Winter trocken stehen zu haben. Das ist halt hier alles querbeet. Wer zahlt, kriegt Platz. Ja, wie das alte Berliner Leiden. Ne? In Berlin gibt es keinen Platz, um irgendwas hinzustellen und dann kommen die über den Winter zu dir und sagen, hast du Platz? Und du sagst ja. Okay.
ist eine Liste, wenn die voll ist, gibt es keinen Platz mehr. Okay, und er hat auch Platz gebraucht? Er braucht viel Platz. Genau. Aber das ist deiner, Das ist oder? mein eigener, ja. Ein Chrysler New Yorker? Genau, Baujahr 65. Ein Lächeln ins Gesichtszauberer. Okay, sehr schönes Auto. Alex, ich danke dir, dass du Zeit für uns hattest und dass du uns alles vorgestellt hast. Ich freue mich, dass es gut läuft. Ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Vielen Dank für alles, Alex. Wir machen uns auf den Rückweg nach Bayern, nämlich von hier aus. Und ich habe mich entschlossen, ich habe die Tankkarte in der Tasche. Das Filmteam nimmt den Mietwagen. Alex, mach's gut. Wo ist der Schlüssel? Lambretta, wo ist euer Lambretta-Lager? Lambretta-Lager ist hier. Okay. Und wir haben noch ein paar neuwertige 6-Volt-Zündungen, falls jemand eine 6-Volt-Zündung braucht. Und den Aufkleber finde ich schon. Schau mal, was hier steht. Jesper, meinst du, wir können hier hinfilmen? Wo ich hier stehe. Ich dachte, du kannst dich mal schnell drehen. Hallo? Ihr seid doch schlank. Ich bin mit der nahen Kamera, das ist der Weitwinkel. Achso. Hallo, dann film mal Robert, was hinter Robert. Das passt ja auch gut, ne? Der Aufkleber. Hier steht, wenn du anpackst, ist wie wenn zwei loslassen.